Proteste, Aufstände, Wahlen. Was davon ist authentisch, was manipuliert? Der Unterschied zwischen Verschwörung und Wahrheit: 18 Monate. 18 Monate, um Chaos zu stiften. Es ist kein Zufall, dass Menschen das Kapitol gestürmt haben. Kein Zufall, dass das Gleiche in Brasilien passiert. Es ist ein globales Problem. 3 Journalisten treffen Männer, die im Verborgenen agieren und behaupten, dass sie weltweit Wahlen manipulieren können. Du bringst Geld und einen Kandidaten. Wir kämpfen. Wir kümmern uns um Kampagnen, inklusive Präsidentschaftskampagnen. Im Angebot das Komplettpaket. Zweifel säen, Unruhe stiften, am Ende die Demokratie torpedieren. Sie nennen das elektronische Kriegsführung. Ihre Werkzeuge: eine Armee von Avataren. Das ist Hacking für politische Zwecke. Korruption als Dienstleistung. Sie benutzen dafür zwar Technologie, aber eben nicht nur. Und das hat mich umgehauen. 3 Journalisten schleusen sich ein. Wenn du die treffen willst, die verdeckt agieren, musst du verdeckt agieren. Habt ihr gesehen, was an der Tür steht? Nichts. Kein Klingelschild, kein Name. Wir sind Luft. Nach intensiven Undercover-Recherchen ist es endlich soweit. Treffen auf einem Parkplatz. Er kommt nicht selbst. Ein Bürogebäude in Israel. Verabredung mit Männern, die Kontakte zu Geheimdiensten haben sollen. Sie behaupten, sie könnten Wahlen manipulieren, weltweit. Sie werden uns zeigen, wie. Die Journalisten haben versteckte Kameras dabei. Auffliegen könnte gefährlich werden, sehr gefährlich. Das ist das erste Mal, dass die Welt so eine Fabrik für Fake News, Hacking und Manipulation der Demokratie von innen sieht. Das ist anders als alles, was wir zuvor gesehen haben. Mehrere Monate dauern die Recherchen zu der im Geheimen agierenden Truppe. Beteiligt sind Journalisten aus 30 Redaktionen weltweit. Unter anderem von der israelischen Zeitung Haaretz, Le Monde und dem Guardian. In Deutschland recherchieren das ZDF, der Spiegel und die Zeit gemeinsam. 3 Journalisten in Israel gehen undercover. Es gibt Hinweise, dass es hier Firmen gibt, die aus dem Betrug an der Demokratie ein Geschäft machen. Hier in Israel arbeiten viele Menschen für Geheimdienste, auch für militärische Dienste. Und die Hightech-Szene zählt zu den Besten der Welt, vielleicht die beste der Welt. Die Leute sprechen viele Sprachen und sind weltweit vernetzt. Und deshalb muss ich sagen, dass Israel leider ein idealer Ort ist, um von hier Fake News zu verbreiten. Die Journalisten haben einen Plan. Sie geben sich aus als Berater eines Geschäftsmannes, der in Afrika eine Wahl sabotieren will. Im Sommer 2022 kommt es zu einem ersten Kontakt per Videocall. Ihre Gesprächspartner nennen sich Team Jorge und präsentieren ihr Portfolio. Ihr Slogan: Du hast einen Schuss, der muss sitzen. Den Wahltag nennen sie D-Day. Die Journalisten sprechen mit einem, der sich Max nennt und von weltweiten
Wir kümmern uns um Kampagnen, auch Präsidentschaftskampagnen, für Regierungen, Privatpersonen, Kandidaten. Wir haben Erfahrung damit in Europa, Afrika, Südostasien und Lateinamerika. Das Angebot von Team Jorge, elektronische Kriegsführung. Der Namensgeber und Kopf des Ganzen zeigt sein Gesicht nicht, noch nicht, doch er prahlt. Wir sind aktuell mit einer Wahl in Afrika beschäftigt, haben aber auch ein Team in Griechenland und eins in den Arabischen Emiraten. 33 Kampagnen auf Präsidentschaftsniveau haben wir abgeschlossen, 27 davon erfolgreich. Kann das wirklich stimmen? Jorge präsentiert den Telegram-Account eines Politikberaters in Kenia. Hat Jorge sich reingehackt? Offenbar kann er alle Kontakte und Anrufe sehen. Alle Nachrichten mitlesen. Wir dringen nicht in das Telefon ein. Wir tun etwas anderes. Wir kopieren die ID der Zielperson und so kommen wir buchstäblich an alle Accounts. An alle Accounts, die mit dem Telefon verbunden sind. Jorge demonstriert, wie er angeblich das private Telegram-Konto eines kenianischen Politikberaters infiltriert und in dessen Namen eine Nachricht verschickt. An einen Geschäftsmann in Kenia. Ich könnte ihm schreiben, wie ich seine Frau finde. Oder seine letzte Rede. Es scheint so, als hätte Jorge den Telegram-Account übernommen. Offenbar kann er im Namen des kenianischen Politikberaters alles schreiben, was er will. Er entscheidet sich für eine Zahl, die Zahl 11. Unsere größte Sorge war die ganze Zeit, dass das alles nicht stimmt, dass er uns vielleicht etwas zeigt, was so aussieht wie geklaute Daten, dass er uns Screenshots oder Videos zeigt, die aussehen wie Hacking, aber es nicht sind. August 2022, Wahlen in Kenia. Die Opposition verliert. Von Unregelmäßigkeiten ist die Rede, auch von Betrug. All das passiert in den Tagen, in denen die Journalisten in Israel Team Jorge treffen. Das hatte betont, in Afrika aktiv zu sein. Ein Kollege vom Spiegel sucht und findet in Nairobi den Geschäftsmann, dem Jorge die Nachricht, die 11 geschickt haben will. Es gab diesen Moment, als es der Kollege vom Spiegel in Kenia geschafft hat, Kontakt zu dem Mann herzustellen, der die Nachricht per Telegram erhalten hat, von einem der gehackten Telegrams, die 11, die er geschickt hat. Wir sahen, wie alles übereingestimmt hat und dann waren wir sicher. Er erfindet es nicht. Es stimmt, sie hacken sich wirklich in die Telegram-Accounts von Menschen, sie kommen praktisch einfach durch die Haustür rein. Im Hightech-Land Israel gilt Anat Ben-David als wichtigste Expertin für Desinformation. Sie kennt viele Fälle, dass Journalisten beim Hacking live zusehen können. Das kannte sie noch nicht. Wenn jemand den Telegram-Kanal eines anderen in Echtzeit benutzt, um ihm etwas anzuhängen, ihn vielleicht davon abzuhalten, bei einer Wahl zu kandidieren, dann zeigt uns das, dass es bei Desinformation um Menschenrechte geht, dass das die Persönlichkeitsrechte betrifft und dass das eine Waffe ist, um einen Menschen anzugreifen, jemanden, der komplett ahnungslos ist. Anat Ben-David wurde in die Undercover-Recherche eingeweiht, hat die Aufnahmen vom Verschicken der 11 gesehen und auch, dass die tatsächlich bei ihrem Empfänger in Kenia angekommen ist. Diese Recherche lässt uns zum ersten Mal sehen, wie es hinter den Kulissen aussieht. Ohne einen Whistleblower, ohne jemanden, der Informationen liegt. Erstmals sind es die Akteure selbst, die erklären, wie sie mit ihren Desinformationssystemen operieren. Rückblick 2018. Cambridge Analytica fliegt auf. Der bisher größte Datenmissbrauch der Geschichte. Fake News auf Facebook mit Folgen für den Brexit.
Der Fall Cambridge Analytica hat gezeigt, Wahlen können manipuliert werden. Mit Hilfe von Daten aus sozialen Netzwerken. America first. America first. Verdeckt gedrehte Aufnahmen des britischen Senders Channel 4 zeigen Alexander Nix, damals Chef von Cambridge Analytica. Schon 2015 spricht er von einer Israel-Connection. Wir nutzen israelische Firmen. Israelische Leute aus Israel? Aus Israel, sehr effektiv in Geheimdienstfragen. Brittany Kaiser war Direktorin bei Cambridge Analytica. Als sie vor dem britischen Unterhaus zu einer israelischen Firma befragt wird, erinnert sie sich. Ich habe solche Kampagnenmanager noch nie gesehen. Ich war irgendwie schockiert, dass sie in der Lage waren, auf diesem Level verdeckt zu operieren und sich so viel Vertrauen von der gegnerischen Seite zu erschleichen. (2015) Wahlen im bevölkerungsreichsten Land Afrikas. Cambridge Analytica war damals in Nigeria aktiv, zusammen mit Team Roche, Nicht alle Behauptungen der Männer aus Israel lassen sich überprüfen. Sie reden von Hugo Chavez und Caracas, auch von Abstimmungen über die Unabhängigkeit von Katalonien. Den Journalisten gegenüber prahlen sie mit ihren Kontakten zu Cambridge Analytica. Sie haben gesagt, es gäbe eine Verbindung zu Cambridge Analytica. Ich habe gedacht, keine Chance, dass das wahr ist und einfach weitergemacht. Ich habe nie geglaubt, dass das stimmt, bis sich herausgestellt hat, es stimmt doch. Doch bis das klar wird, müssen die Journalisten weiter Vertrauen aufbauen. Über insgesamt 5 Videocalls über mehrere Monate. In einem dieser Gespräche stellt Roche sein Prestigeprojekt vor. Es heißt Advanced Impact Media Solutions, kurz AIMS. Eine angeblich selbstentwickelte Software, die künstliche Identitäten erschafft. Avatare, die Team Roche im virtuellen Raum auf die Menschheit loslässt. Roche spricht von mehr als 30.000. 31.726 Profile. Lasst uns selbst einen Kandidaten kreieren, okay? Wir nehmen einen aus Großbritannien. Weiblich, lasst uns mal suchen, okay? Sophia Wilde, der Name gefällt mir. Britisch. Ich verbinde sie jetzt mit der Gruppe Europa. Dann will ich vielleicht noch sagen, woher sie kommt. Meinetwegen Leeds oder auch London. Jetzt klicke ich auf Weiter. Sie hat jetzt schon eine E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, alles. Jetzt nehme ich eine Bilderauswahl vor. Okay, vielleicht diese hier. Das gefällt mir nicht so, dieses hier schon. Das wähle ich als Profilbild aus. Jetzt klicke ich weiter. Fertig, ich habe Sophia Wilde kreiert. Sie hat eine E-Mail, Fotos, sie hat alles. Ich habe gedacht, nein, das ist doch Kino, Science Fiction. Sowas gibt's doch nicht. Das war zu perfekt. Sie kreieren einen Avatar, so wie wir eine Pizza bestellen. Ich nehme mal mit Käse, Oliven, Pepperoni. Genauso sagen die, okay, eine weiße britische Frau, 45 Jahre alt, ihr Name ist so und so. Die Avatare können angeblich sogar einkaufen im Netz mit Bitcoin-Konten.
Das ist unsere Plattform. Wir haben die IT dazu entwickelt, 100% unsere. 6 Jahre alt, Millionen Euro haben wir in die Plattform investiert. Wir haben sie an über 10 Länder verkauft, auch an Geheimdienste. Wir wollen wissen, woher die Fotos stammen, recherchieren in Bildersuchmaschinen nach der echten Person hinter Sophia Wilde. Und finden dieses Foto auf einer russischen Social-Media-Plattform spiegelverkehrt. Es führt zu weiteren Profilen und zu einem Namen. Maria S. Sie wohnt in Leeds. Wir nehmen Kontakt auf. Sind das Ihre Fotos, die von Avataren im Netz für Propaganda und Fake News genutzt werden? Bist du das? Das ist mein Foto, aber es ist von 2018. Maria S. bestätigt. Sie wirkt verunsichert, will nicht mit uns sprechen. Und doch, die Fotos sind ihre. Sie benutzen echte Menschen. Das ist der springende Punkt. Eines der interessantesten Dinge in Ames ist, für einen neuen Avatar nutzen Sie nicht ein Profilbild. Sie benutzen ein ganzes Set. Und dann bekommt jedes soziale Netzwerk ein unterschiedliches Foto derselben Person. Und damit machen Sie die Sache so täuschend echt. Avatare wie Sophia führen ein intensives digitales Leben. So behauptet es Jorge. Welchen Account möchtest du eröffnen? Sie kann alles eröffnen. 888 Casino, Airbnb, Amazon, Badoo, Bolt, Burger King. Sagt mir, was ihr eröffnen wollt. Facebook. Wir wollten etwas bei Facebook eröffnen. Das alles funktioniert aber nur mit extra Telefonnummern für die Verifizierung. Auch das präsentiert Jorge. Ich nehme eine Nummer aus Großbritannien. Wenn ich jetzt auf SMS senden klicke, bekomme ich die SMS mit dem Code. All unsere Avatare werden so vollständig verifiziert. Sie manipulieren und missbrauchen die Identität, das Zwei-Faktor-Verifizierungssystem mit einem gefälschten Mobilfunknetz. Sie klauen die SMS, die man bei der Verifizierung erhält. Und dann tun sie einfach so, als wären sie die Besitzer des Accounts. Die Opfer merken von all dem nichts. Dass ihre Identitäten digital missbraucht werden. Und dass die Sicherheitsarchitektur von Facebook und Co. offenbar einfach ausgehebelt wird. Das hat mich umgehauen. Die Mischung aus diesem sehr intelligenten Avatarsystem, kombiniert mit Praktiken aus der Welt der Geheimdienste, von PR, Beratung. Das alles ist so schlau kombiniert, so teuflisch schlau. Das hat uns umgehauen. Aber wie setzt Team Jorge die Avatare konkret ein? Bisher haben die Männer ja nur behauptet, dass sie damit Kampagnen lostreten können. Sie sagen, dass sie Fake News auf Twitter und Facebook verbreiten können. Aber waren das Behauptungen oder war das echt? Wir wollten einen Beweis. Und die Geschichte, mit der sie uns überzeugen wollten, war der Tod eines Vogels, eines Strauß in einem Zoo. Ein Emu. Auf der Plattform TikTok erfreut sich im Sommer 2022 ein Emu großer Beliebtheit. Emanuel wird zum Hit mit seiner ausgeprägten Kameraaffinität. Emmanuel, every time, Emmanuel, don't do it, Emmanuel, don't do it. Jorge lässt den Emu sterben mit diesem Hashtag. Und tatsächlich, auf Twitter geht der Hashtag viral. Rest in Peace, Emanuel, Ruhe in Frieden. Unzählige Nutzer betrauern den Tod des Emus. Über Selbstmord wird gemutmaßt und über Covid. Warum war er nicht geimpft? Die Netzwelt rätselt, was ist Emanuel zugestoßen? Wir machen uns auf die Suche.
sind auf dem Weg zur Nackelbam Farm, dem Zuhause von Emanuel. Seine Pflegerin hat eigentlich von dem ganzen Rummel genug, doch sie stimmt einem Interview zu. Emanuel zeigen möchte sie nicht. Doch in den sozialen Netzwerken hat sie bereits demonstriert, bei ihm ist alles beim Alten. Black feathers. Emanuel, do not do it. Thank you. Thank you so much. Für mich war das alles nicht so schlimm, weil ich es ja leicht widerlegen konnte. Aber wenn ich mir ausmale, wenn sowas politisch eingesetzt wird oder wenn diese Leute anfangen, mit Avataren Lügen über Menschen zu verbreiten, das kann richtig schlimm sein. Wir erklären ihr das ganze Experiment. Das Team Choche in Israel ihren Emanuel als Test benutzte. Naja, aus der Perspektive betrachtet, hätte es ja gar keine bessere Story geben können. Es hat ja wirklich zu der Zeit jeder von Emanuel gesprochen. Finde ich gut, was diese Leute getan haben? Nein. Aber wenn es darum ging, das Ganze auf einem Riesenmarkt zu testen, dann ist das gelungen. Die 3 Journalisten haben den Beweis, den sie verlangt hatten. Wir haben das live verfolgt. Es war keine große Sache. Am Ende ging es ja nur um einen Emu und nicht um einen Strauß. Aber wenn man sich vorstellt, was sie dann über den Krieg in der Ukraine oder über Wahlen in Afrika verbreiten können. Nach 5 Videocalls und Monaten der Recherche ist es soweit. In Modi'in, einer unscheinbaren Planstadt zwischen Tel Aviv und Jerusalem. In diesem Bürogebäude hat Team Choche einem echten Treffen zugestimmt, in der Schaltzentrale ihrer Macht. Im Fahrstuhl ein letzter Check. Die versteckte Kamera sitzt und filmt den Mann, der von sich sagt, dass er weltweit Wahlen manipulieren kann. Den Mann, der bislang unsichtbar blieb. Habt ihr gesehen, was an der Tür steht? Nichts. Und das genau sind wir. Wir sind nichts. Wir sind Luft. Zur Erinnerung, die Journalisten geben sich als Berater eines Geschäftsmannes aus, der in einem afrikanischen Land eine Wahl torpedieren will. Manipulation. Darauf ist Team Choche spezialisiert. Der Unterschied zwischen Verschwörung und Wahrheit? 18 Monate. 6 bis 15 Millionen Euro ruft Team Choche für so eine Kampagne auf. Flotte Sprüche inklusive. Bringt Geld, einen Kandidaten und wir kämpfen. Die Journalisten mussten ihre Telefone abgeben. Abgetastet werden sie nicht. Die versteckten Kameras bleiben unentdeckt. Choche wähnt sich in Sicherheit. Dass seine Gesprächspartner Reporter sind, darauf kommt er nicht. Stattdessen prahlt er mit Geschäftspartnern. Choche gibt sich weltweit vernetzt, auch mit den Leuten, die den Brexit beeinflusst haben. Die Lady von Cambridge Analytica. Wir nennen sie die Lady. Ihr kennt sie aus der Netflix-Doku. Wer hat die da eingeschleust? Wir natürlich. Moment, ich komme nicht ganz mit. Da gab es doch diese Whistleblowerin, Brittany Kaiser. Okay. Kaiser bestreitet das vehement. Gibt es trotzdem Verbindungen zu Team Choche? Auszüge aus ihrer Befragung vor dem britischen Unterhaus. Von wem wurden Sie diesen Beratern vorgestellt? Ich wurde von Freunden in Israel vorgestellt. Glauben Sie, das waren ehemalige Mossad-Agenten? Das könnte sein. Haben Cambridge Analytica und Team Choche kooperiert? Es hat sich herausgestellt, dass es stimmt. Es stimmt. Woher weißt du das? Wir haben E-Mails von Cambridge Analytica. Da spricht Brittany Kaiser von einem Tal Hanan alias Choche. Und dass das die israelische Firma ist, mit der Cambridge Analytica zusammenarbeitet.
Die E-Mail vom 6. Mai 2015 liegt dem Recherchenetzwerk Forbidden Stories und dem ZDF vor. Alexander Nix, damals Chef von Cambridge Analytica, fragt Brittany Kaiser: Wie lautet Roches Nachname und der Name seiner Firma für verdeckte Operationen? Sie antwortet am 7. Mai: Tal Hanan. Sein Team arbeitet seit einer Weile in dem Land, das für uns von Interesse ist. Ich sende dir sein Angebot in Kürze. Unsere Recherchen zeigen, Jorge heißt in Wahrheit Tal Hanan. Nach eigenen Angaben ein Ex-Elite-Soldat mit Geheimdienstgeschichte. Als Sicherheitsexperte will er auch mit der US-Regierung zusammengearbeitet haben. Im Vertragsentwurf bietet er am 7. Mai 2015 folgende Dienstleistungen an. Erstens, strategische Intelligenz aufbauen. Zweitens, Kampagnen zur öffentlichen Meinungsbildung. Drittens, Informationskrieg. Viertens, IT- und Kommunikationssicherheit. Fünftens, D-Day, Spezialpaket. Sein Bruder Zohar Hanan nennt sich Nick. Nach eigenen Angaben ein Experte für Lügendetektoren. Jetzt ist er offiziell der Chef des Teams. Er ist CEO. Ich mache Cocktails und Partys. Der Mann, der sich Max nannte, heißt Meshi Maidan. Auch er hat eine Karriere in Sicherheitsdiensten und Firmen hinter sich. Grenzen kennen die Männer aus Modi'in nicht. Fast nicht. Wir haben 3 Regeln. Kein Israel, keine US-Politik und nichts gegen Putin. Cambridge Analytica ist 2018 aufgeflogen und mag Geschichte sein. Doch das Geschäft mit der Manipulation lebt weiter. Vergesst solche Firmen. Das ist die große Erkenntnis für mich nach dieser Story. Offizielle Firmen mit Namen gibt es auch, aber in den dunklen Ecken dieser Welt geht es um Mittelsmänner, es geht um Türöffner, unterschiedliche Agenten, unterschiedliche Zulieferer für unterschiedliche Dinge. Team Jorge wurde mit allen Vorwürfen konfrontiert. Tal Hanan antwortet schriftlich. Um es klar zu sagen, ich weise zurück, dass ich etwas Falsches getan habe. Sein Bruder Zohar schreibt, er habe sich stets an Gesetze gehalten. Meshi Maidan streitet alles ab. Er kenne Team Jorge nicht, schreiben seine Anwälte. Die Journalisten sind aus der Deckung getreten. Der Undercover-Einsatz ist vorbei. Die Enthüllung ist Teil des Projekts Story Killers des Investigativnetzwerks Forbidden Stories, das die gravierenden Folgen von Desinformationskampagnen aufzeigen will. Wie gefährlich leben sie jetzt? Ich denke, der beste Schutz für uns seid ihr. Die deutschen Zuschauer, das ZDF, Radio France, Haaretz, Guardian und Le Monde und so weiter. Je mehr Öffentlichkeit, desto besser sind wir geschützt. Der Wille des Volkes, freie Wahlen, alles manipulierbar? Für Männer wie Jorge geht's ums Geld. Rechtsstaat, Demokratie und Freiheit, für ihn nur Fassade. In seinem Spiel um Macht und Machenschaften. Er sagt, weißt du, was Wahlen sind? Ich werde es dir sagen. Wahlen bestehen aus einem Narrativ, Zielen und Mobilisierung. Es hat nichts mit freiem Willen zu tun. Es geht nur um einen Krieg, der gewonnen werden muss. Meine größte Angst ist, dass seine Definition einer Wahl langsam aber sicher zu dem wird, was auch wir unter einer Wahl verstehen. Was meinst du? Wie sehr werden unsere Wahlen durch gezielte Kampagnen in den sozialen Medien beeinflusst? Schreib es uns in die Kommentare. Und wenn dir unser Video gefallen hat, lass ein Abo da.